Hallo, ich begrüße Sie mal wieder. Es ist jetzt das 6. Video. Das ist dann schon für die, die noch tiefer einsteigen wollen in die Formatvorlagen. Wir haben ja hier eben gesehen, wie man die Schriftart für die Überschrift 1 einfärbt in Rot oder eine andere Schriftart könnte man sich hier auch vorstellen. Aber das können wir hier auch mal bei dem normalen Text machen. Da sehen wir ja, da ist hier oben Standard ist eingestellt. Wenn ich darauf klicke mit der rechten Maustaste, dann kann man das ändern, genau wie man das hier rechts in gleicher Weise ändern kann. Und da ist im Augenblick die Schriftart eingestellt auf Calibri Textkörper, ist also hier angezeigt 11. Ne? Und wenn ich da sage, ich will aber hier mal eine andere Schrift nehmen, die auffällt, zum Beispiel hier Courier New, dann wird das sofort im gesamten Dokument Auswirkungen haben. Das sehen wir. Das ist also jetzt die Schrift vor 30 oder 40 Jahren, als es noch keine Proportionalschriften gab. Und da sehen wir natürlich jetzt auch, da muss man das Inhaltsverzeichnis erstmal anpassen, weil jetzt viel mehr Seiten nötig sind. Macht das mal, gesamtes Verzeichnis anpassen. Und Sie sehen, jetzt haben wir also auch schon 12 Seiten, weil das ja jetzt eine ganz andere Schrift ist, wo viel weniger auf die Seite passt, weil es eben keine Proportionalschrift ist. So, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung, aber das verbessert das Verständnis. Wir haben also hier jetzt die Standardvorlage geändert. Das sieht man auch hier oben, dass wir eine andere Schriftart haben. Und darauf baut auf dieses hier, da steht kein Leerraum. Das will ich aber jetzt mal zeigen, wie wichtig das ist, wenn ich hier solches mal in einem neuen leeren Dokument mache. Ich gehe mal auf Datei Neu und ein leeres Dokument. Da ist jetzt noch nicht die Standardschriftart auf Courier umgestellt. Und damit wir da auch mal ein bisschen Text haben, da gibt es im Internet eine Seite, die heißt Lorem Ipsum. Na, da ist sie. Und diese Seite Lorem Ipsum, die liefert sogenannten Blindtext. Da kann man sich 1000 Wörter, 100 ist glaube ich die Voreinstellung, da kann man sich auch 1000 Wörter holen. Geht auf Text kopieren, also der Text ist völlig sinnfrei, aber man kann sich da Absätze drunter vorstellen. Den habe ich also jetzt kopiert. Jetzt gehe ich wieder zu meinem neuen leeren Dokument. Die Navigation brauche ich erstmal nicht und die Formatvorlagen auch nicht. Und da füge ich diesen Text ein. Ja, da wird er eingefügt. So, und da ist das jetzt immer noch in dieser Standardschrift nicht Courier, Calibri. Und wenn jetzt ab jetzt immer diese Schriftart Courier voreingestellt sein soll, dann kann ich das machen, wenn ich hier auf dieses kleine Symbol klicke und wähle aus erstmal die Schriftart Courier. Na, kann man am besten eingeben, C-O-U, und da ist Courier New. Dann nehmen wir dann auch gleich mal 10 Punkte, damit man auch sieht, lässt sich also alles einstellen. Und das soll jetzt als Standard festgelegt werden, so wie wir das ja eben nachträglich gemacht haben bei dem Gorbatschow-Dokument, als Standard festlegen. Und jetzt kommt die Frage, nur dieses Dokument oder soll das in Zukunft auch passieren, wenn ich hier ganz neue Dokumente anlege, dass ich also ab dann immer mit dieser Schriftart arbeite, weil ich das so beschlossen habe, ich mache das mal so. Das heißt, jedes neue Dokument wird dann also auch entsprechend diese Schriftart tragen. Seien Sie also vorsichtig, bevor Sie sowas machen, sollten Sie sich auf jeden Fall notieren, welche Schriftart Sie haben, weil wenn ich jetzt ein neues Dokument mache über Datei Neu, dann sieht man, leeres Dokument, hier ist, wenn ich jetzt meinen Namen schreibe, Konrad Rennert, da sehen Sie also, der ist jetzt schon in dieser Kurierschrift mit 10 Punkten, weil das habe ich entsprechend eingestellt und das taucht dann also auch hier oben auf. Ja. So, dann will ich hier nochmal diesen Lorem Ipsum Text herholen, der ist ja immer noch hier, gehe ich nochmal auf Text kopieren und den füge ich jetzt ein und dann ist der natürlich jetzt auch gleich, wenn ich den hier einfüge in der Schriftart Courier New. So, schauen wir uns an, was kann ich jetzt damit machen. Im Augenblick habe ich den hier in dieser
diesem Standardabstand, wenn ich hier drauf klicke, man sieht hier, da sind kleine Unterschiede bei den Zeilenhöhen. Hier steht kein Leerraum. Wenn man sehen will, was da eingestellt ist, wählt man hier Ändern. Und da sieht man, hier ist bei Format Absatz, da ist hier eingestellt Einzüge und Abstände. Da ist also vor und nach dem Absatz kein Abstand und der Zeilenabstand ist ja auch einfach. Das ist also hier, wo kein Leerraum steht. Also das ist die Vorlage, die haben wir alle. So, wenn man jetzt hier drauf geht, da sehen wir ja, ist ein bisschen mehr Abstand zwischen den Zeilen. Wenn ich da, ja, ich mache das hier oben, ist besser. Rechte Maustaste, ändern. Ja, und da sehen wir, wenn ich hier auf Format Absatz gehe, und da sehe ich hier, nach jedem Absatz ist 8 Punkte extra Abstand. Also immer, bevor da, wenn da so eine Absatzmarke kommt. Und dann ist der Zeilenabstand auch etwas größer. Statt 1 steht da 1,08. Also das sind Dinge, die sind hier also schon voreingestellt. Habe ich also jetzt gar nicht selbst gemacht. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen was gesehen. Jetzt will ich aber auch noch mal eine neue Formatvorlage definieren. Wir könnten uns vorstellen, diese Textabstände, diese Textabsätze, die wir hier haben, das sind Kapitel oder Gebote oder Tagesordnungspunkte oder Paragraphen. Ich habe hier schon einige Nummerierungen drin. Und wenn ich jetzt mal so eine neue Vorlage anlegen will, für Tagesordnungspunkte durchnummeriert, dann wähle ich hier erstmal für, ja, das ist der Vorspann, hier soll jetzt der erste Tagesordnungspunkt kommen, Top 1 oder wie auch immer. Und dann gehe ich hier hin und wähle hier erstmal aus Text, damit ich also schon mal so eine Vorlage habe. Hier steht Artikel oder hier kann man sich also schon was raussuchen, was am passendsten ist. Ich nehme hier mal Kapitel. So, und dann steht hier Kapitel 1. Aber ich möchte nicht, dass das hier Kapitel 1 heißt, sondern beispielsweise Tagesordnungspunkt. Dann kann ich da mit der rechten Maustaste reinklicken und wähle hier Nummerierung, es wird festlegen, Nummerierung fortsetzen, Listeneinzug anpassen. Und dann gehe ich hier auf Listeneinzug anpassen und da will ich nicht Kapitel 1 soll da stehen, sondern beispielsweise Top 1, Tagesordnungspunkt. Top 1. Ja, und dann gehe ich hier auf OK. Und jetzt steht da Top 1. Was bringt mir das? Ich habe da noch keine Vorlage raus definiert, das kann ich aber auch jetzt machen. Ich gehe hier auf neue Formatvorlage oder tue mir das nach rechts holen und da habe ich hier unten den Punkt, wo das A+ steht, neue Formatvorlage und da soll dieses jetzt heißen Top einfach, ne? TOP, Top wie Tagesordnungspunkte. Und dann klicke ich auf OK. Und jetzt gibt es diese Formatvorlage Top. Ne? So, jetzt brauche ich hier weiter unten wieder eine, vielleicht an der Stelle. Ne? Und da soll jetzt wieder sowas hin. Und dann klicke ich einfach hier auf Top. Und dann steht da Top 2. Ja, so kann ich mir das also vornehmen. Nehmen wir noch eine, da steht dann Top 3. So, wie wir das jetzt gemacht haben mit den Tagesordnungspunkten, so kann man das natürlich auch machen, wenn ich jetzt Pfarrer wäre und hätte da die Gebote oder ich wäre Jurist und wollte Paragraphen hier durchnummerieren auf diese Art und Weise. Dann haben wir gesehen, das lässt sich also hier über eine neue Formatvorlage leicht bewerkstelligen. Das wollte ich hier in diesem Abschnitt zeigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.